Stellen Sie sich vor, eine Frau, die ruhig in ihrem Krankenhauszimmer schläft, öffnet plötzlich nach 30 Jahren Schlaf die Augen. Das ist keine Szene aus einem Film und auch nicht die Handlung eines Science-Fiction-Romans. Das ist die Realität, in der Joy Williams, eine Bewohnerin einer kleinen Stadt in Pennsylvania, nach einem langen Koma wieder zu Bewusstsein kommt. Ihr Erwachen war ein echter Schock für das gesamte medizinische Personal. Die Ärzte und Krankenschwestern, die sie viele Jahre lang betreut hatten, konnten ihren Augen nicht trauen. Interessanterweise äußerte sich ihre erste Reaktion nicht in Worten, sondern in einer Bewegung. Als sie einen Bleistift und ein Blatt Papier neben sich sah, begann Joy zu zeichnen, als wüssten ihre Hände ganz genau, was sie darstellen wollten. Joys Familie war von dieser Nachricht tief erschüttert. Ihr Sohn, der noch ein kleiner Junge war, als seine Mutter ins Koma fiel, inzwischen aber ein erwachsener Mann ist, konnte seine Tränen der Freude und Erleichterung nicht zurückhalten. Er beobachtete, wie sie vorsichtig Linien auf das leere Blatt zog, und es schien ihm, als verberge sich hinter jedem Strich ein Geheimnis, das nur sie allein entschlüsseln konnte. Als Joy ihre erste Zeichnung vollendete, hielten alle um sie herum den Atem an. Das Bild war einfach, doch es war der erste Schritt ihrer Rückkehr in die Welt. Noch wusste niemand, dass diese Zeichnungen schon bald zu etwas Größerem werden würden als bloß ein kreativer Ausdruck. Dieser Moment markierte den Beginn einer Reihe von Ereignissen, die schon bald die Vorstellungen der Menschen über die Möglichkeiten des menschlichen Gehirns auf den Kopf stellen und das Interesse der wissenschaftlichen Gemeinschaft weltweit wecken würden. Was verbirgt sich hinter diesen seltsamen Bildern, die mit einer einfachen Handbewegung begannen? Die ersten Schritte in eine unbekannte Welt. So machte Joy Williams ihre ersten Schritte in eine ihr neue Welt nur mit Papier und Bleistift. Das Erwachen nach einem so langen Schlaf hätte überwältigend sein müssen, doch Joy begann sich erstaunlich schnell anzupassen. Ihre Augen, als hätten sie das Licht neu entdeckt, betrachteten neugierig die Welt um sie herum. Die Ärzte, noch immer beeindruckt, beobachteten, wie sie ihre ersten Schritte durch das Krankenzimmer machte und allmählich ihre körperliche Stabilität zurückgewann. Diese Schritte waren nicht nur physischer Natur, sondern symbolisierten auch ihre Rückkehr ins Leben, aus dem sie so lange verschwunden war. Eine echte Überraschung für ihr Umfeld waren ihre Zeichnungen. Anfangs waren es einfache Skizzen wie eine Tasse auf dem Tisch oder ein offenes Fenster, doch schon bald beeindruckten ihre Werke durch Detailreichtum und Präzision. Und obwohl Joy noch nicht erklären konnte, was ihre Hand leitete, schien jede Zeichnung mehr zu enthalten als nur ein Abbild. Ihr Sohn, der sah, wie sehr sich seine Mutter für das Zeichnen begeisterte, brachte ihr mehr Materialien und gab ihr die Freiheit, kreativ zu sein. Mit jedem Tag wuchs ihr Selbstvertrauen und ihre Zeichnungen wurden immer komplexer und ausdrucksstärker. Eine heilige Quelle von Energie, die lange Zeit in ihr verborgen war, schien nach außen zu drängen. Diese Bilder, die auf den ersten Blick zufällig wirkten, weckten das Interesse des medizinischen Personals und später auch eines breiteren Publikums, da die ersten seltsamen Zufälle auftraten. Doch was verbarg sich tatsächlich hinter diesen Kunstwerken? Und welches Rätsel sollte diese neue Welt für Joy enthüllen? Geheimnisvolle Zeichnungen bevorstehender Ereignisse. Nach und nach begannen Joys Zeichnungen einen anderen Charakter anzunehmen. Sie wurden nicht mehr nur ein Spiegelbild ihrer neuen Welt, sondern der Anfang von etwas Seltsamem und Unerklärlichem. Eines Tages zeichnete sie einen Bus voller Menschen. Zunächst dachten alle, es handele sich nur um ein künstlerisches Experiment. Doch einige Tage später ereignete sich ein Zufall. In den lokalen Nachrichten wurde von einem Unfall mit einem Bus berichtet. Zufall oder nicht, aber das Bild zeigte nahezu exakt den Ort und die Zeit dieses Vorfalls. Eine solche Wendung der Ereignisse konnte nicht unbemerkt bleiben. Joys Familie und das medizinische Personal begannen ihrem Schaffen mit wachsendem Interesse und sogar einer gewissen Ehrfurcht zu begegnen. Mit jedem Tag wurden ihre Werke immer detaillierter und ihr Inhalt immer faszinierender. Die nächste Zeichnung zeigte eine Brücke über einen reißenden Fluss. Und wieder, nur wenige Tage später, brachten die Nachrichten die Meldung über die Zerstörung einer Brücke durch eine schwere Überschwemmung. Diese Zufälle begannen ihre Angehörigen zu ängstigen, weckten aber gleichzeitig das Interesse der breiten Öffentlichkeit. Fernseh- und Zeitungsberichte begannen diesem Phänomen Aufmerksamkeit zu schenken und die Menschen nannten Joy eine Prophetin. Es schien, als hätte Joy unglaubliche Fähigkeiten in sich entdeckt, die zuvor tief in ihrem Unterbewusstsein verborgen waren. Noch einige weitere Bilder, die ernstere Ereignisse darstellten, bestätigten schon bald ihre Gabe. Auf einem davon war ein Waldbrand zu sehen, und kurz darauf berichteten die Nachrichten von einem großen Brand im benachbarten Bundesstaat. Solche Fälle häuften sich wie eine Lawine, und das Interesse an Joy und ihren Werken wuchs weiter. Schon bald standen Vertreter der Wissenschaftsgemeinde vor ihrer Haustür bereit, das Rätsel zu entschlüsseln, das in ihrem Bewusstsein und Talent verborgen lag. Aber kann die Wissenschaft das erklären, was jenseits des menschlichen Verständnisses zu liegen scheint? Die ersten Übereinstimmungen, Zufall oder Gabe? Mit jeder neuen Zeichnung von Joy Williams versanken ihre Angehörigen mehr und mehr in Erstaunen und wachsende Besorgnis.
Ihre Werke schienen sich in reale Ereignisse zu verwandeln, die nur wenige Tage nach ihrer Entstehung tatsächlich eintraten. Kurz nach dem Vorfall mit dem Bus und der Brücke zeichnete Joy einen Wolkenkratzer, über dem Rauchschwaden aufstiegen. Keine 3 Tage später brach in einem Geschäftsgebäude in der Nachbarstadt ein Großbrand aus. Das Feuer war verheerend und seine Folgen wurden in den Nachrichten ausführlich berichtet. Die Zufälle häuften sich und selbst die größten Skeptiker begannen sich zu fragen, welches Phänomen sich hinter diesen Bildern verbarg. Unterdessen zeichnete Joy weiter, als würde sie von einer unbekannten Kraft geleitet. Ihr nächstes Bild zeigte einen riesigen Ozeandampfer, der inmitten hoher Wellen in Not geraten war. Diesmal verging etwas mehr Zeit, doch eine Woche später berichteten die Nachrichten von einer Katastrophe mit einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean. Dieser Vorfall erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der lokalen Medien, sondern auch internationaler Publikationen. Das von Joy geschaffene Bild geriet erneut ins Zentrum der Diskussion und wurde zum Gegenstand von Untersuchungen. Joys Familie, die den Ernst der Lage erkannte, beschloss, sich an Fachleute zu wenden. Bald begannen Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen das Phänomen Joy zu erforschen. Einige versuchten dies psychologisch zu erklären, andere führten Tests durch und untersuchten ihre Gehirnaktivität. Doch keine moderne Technologie konnte die Frage beantworten, wie kann man Ereignisse vorhersagen, die noch nicht eingetreten sind. Erstaunlicherweise begann Joy in ihren Bildern nicht mehr nur lokale Vorfälle darzustellen, sondern Ereignisse, die die ganze Welt beeinflussen. Wird sie den Schlüssel zur Lösung behalten können? Und was geschieht, wenn ihr Pinsel eines Tages etwas wirklich Schreckliches malt? Wenn Bilder zum Leben erwachen? Jeder neue Tag offenbarte eine weitere Facette von Joys außergewöhnlicher Gabe. Ihre Gemälde wurden immer detaillierter und konkreter. Eines Tages malte sie eine Szene aus einem Stadtpark mit Kindern, die auf Karussells spielten, und einem klaren blauen Himmel darüber. Doch das Bild war keineswegs friedlich, über einem der Bäume quoll dunkler Rauch empor. Einen Tag später berichteten die lokalen Nachrichten von einem ausgebrochenen Feuer im Park. Das war ein kleines, aber schockierendes Detail, das man unmöglich ignorieren konnte. Die nächste Zeichnung wurde noch unheilvoller. Joy stellte eine riesige Fabrik mit einem hohen Schornstein dar, aus dem dichter schwarzer Rauch quoll und die strahlende Sonne verdeckte. Einige Tage später ereignete sich in der Ölraffinerie ihrer Heimatstadt eine Explosion, die einen schweren Brand auslöste. Dieses Ereignis erschütterte alle, und immer mehr Menschen begannen Joy als eine Frau mit einer geheimnisvollen Gabe zu betrachten. Während Joy versuchte, dem Rummel um ihre künstlerische Arbeit keine Beachtung zu schenken, zeigten Wissenschaftler und Forscher aus aller Welt immer größeres Interesse an ihren Fähigkeiten. Sie bemühten sich zu verstehen, wie sie Ereignisse mit erschreckender Genauigkeit vorhersagen konnte. Die wissenschaftlichen Methoden, die zur Analyse ihres Gehirns und ihres kreativen Prozesses eingesetzt wurden, lieferten keine klaren Antworten. Das Geheimnis blieb ungelöst, doch Joy malte weiter und öffnete der Welt langsam unbekannte Seiten der Zukunft. Bald stellte ihr Pinsel eine Szene dar, die alle schockierte: ein riesiger Meteorit, der die Erde bedrohte. Wird das wirklich geschehen? Die Zeit wird es zeigen. Prophezeiungen von Katastrophen, die eingetroffen sind. Als Joys Bilder eine unheilvollere Wendung nahmen, wurde ihrer Familie und den Menschen um sie herum klar, dass das Geschehen über gewöhnlichen Zufall hinausging. Ihre nächste Zeichnung sorgte für großes Aufsehen. Darauf war eine Stadt zu sehen, die von einer dichten grauen Wolke bedeckt war, aus der scharlachrote Flammen aufleuchteten. Wenige Tage später erfuhr die Welt von einem schweren Erdbeben in einer der großen Metropolen, das von einem verheerenden Brand begleitet wurde, der ganze Stadtviertel erfasste. Dieses Ereignis war für alle ein Schock, da sie wussten, dass Joy es fast genau so dargestellt hatte, noch bevor es geschah. Zu diesem Zeitpunkt konnten Joys Vorhersagen nicht mehr angezweifelt werden. Ihre Werke wurden von vielen Experten untersucht, doch keine Methoden oder Technologien konnten erklären, wie sie Ereignisse vorausahnte. Wissenschaftler versuchten, ihrem Phänomen auf den Grund zu gehen, indem sie zahlreiche Studien und Experimente durchführten, doch ihre geheimnisvolle Gabe blieb ungelöst. Die nächste Zeichnung von Joy zeigte eine Szene aus einer nördlichen Region, die von einem heftigen Schneesturm heimgesucht wurde. Erst eine Woche später berichteten die Nachrichten über eine unvorhersehbare Klimaveränderung, die in jener abgelegenen Gegend einen heftigen Schneesturm ausgelöst hatte. Diese Ereignisse lösten zahlreiche Diskussionen aus, und die Welt begann Joy nicht mehr nur als eine gewöhnliche Künstlerin mit einer ungewöhnlichen Gabe zu sehen, sondern als Trägerin potenziell wichtiger Informationen. Inzwischen malte Joy weiter, als würde sie einer unbekannten Kraft gehorchen. Ihr nächstes Bild zeigte einen gewaltigen Tsunami, der auf die Küste trifft, während Menschen versuchen, sich zu retten. Diesmal war die Vorhersage äußerst beunruhigend, und sie löste eine Welle der Besorgnis unter denen aus, die ihre Werke verfolgten. Und obwohl niemand wusste, wann genau dies geschehen würde, wuchs das öffentliche Interesse an ihrem Phänomen weiter. Schon bald vereinten Wissenschaftler und Forscher aus verschiedenen Teilen der Welt ihre Kräfte, um das Geheimnis hinter diesen beängstigenden Bildern zu entschlüsseln. Werden ihre Gemälde ein Vorbote noch bedeutenderer Ereignisse sein?
Die Reaktion der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Der Versuch, das Geheimnis zu lüften. Nachdem sie von dem einzigartigen Fall von Joy Williams erfahren hatten, begannen Wissenschaftler aus aller Welt reges Interesse zu zeigen. Ihre Kunstwerke, die auf seltsame Weise große Ereignisse vorhersagten, wurden zum Gegenstand faszinierender Untersuchungen. Vor allem Neurologen und Psychologen konzentrierten sich darauf, ihr Gehirn zu erforschen, um eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Sie führten zahlreiche Tests und Experimente durch und nutzten modernste Gehirnscan-Technologien, erhielten jedoch leider keine eindeutige Antwort. Unterdessen malte Joy weiter, als wäre nichts geschehen. Psychologen vermuteten, dass sie sich auf irgendeine Weise mit dem kollektiven Unbewussten verbinden konnte, was ihr ermöglichte, zukünftige Katastrophen vorauszuahnen. Allerdings blieb diese Hypothese ohne eine solide wissenschaftliche Grundlage. Inzwischen begannen viele Wissenschaftler ihre Zeichnungen zu analysieren, um vorherzusagen, welche Ereignisse in naher Zukunft eintreten könnten. Einige von ihnen waren überzeugt, dass das Verständnis ihrer Begabung der Menschheit unglaubliche Vorteile verschaffen könnte. Andere Forscher, darunter Spezialisten für paranormale Phänomene, sahen in Joy eine Manifestation unbekannter psychischer Fähigkeiten, von denen der Mensch bisher nur ahnt. Ihr Interesse an ihrem Phänomen verstärkte sich, nachdem eine weitere Vorhersage über eine groß angelegte Naturkatastrophe sich als zutreffend erwiesen hatte. Dieses Ereignis bestätigte erneut das unglaubliche Talent von Joy und entfachte das Interesse der Wissenschaftler und der Öffentlichkeit noch mehr. Nun warteten alle gespannt darauf, was Joy als nächstes darstellen würde und ob die Wissenschaft endlich ihr Geheimnis lüften könnte. Psychologische und wissenschaftliche Erklärungen des Phänomens. In der Zwischenzeit wuchs das Interesse an Joy Williams und ihren geheimnisvollen Gemälden weiter. Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen schlossen sich zusammen, um das Wesen ihres rätselhaften Talents zu entschlüsseln. Psychologen begannen, ihr Unterbewusstsein zu analysieren und stellten Theorien auf, dass Joy möglicherweise über ausgeprägte intuitive Fähigkeiten verfügt, die es ihrem Gehirn auf irgendeine Weise ermöglichen, Informationen aus der Umgebung wahrzunehmen, die uns entgehen. Diese Erklärung blieb jedoch eher hypothetisch als bewiesen. Einige Neurologen vermuteten, dass nach so langer Zeit im Koma Veränderungen in Joys Gehirn neue neuronale Wege eröffnet haben könnten, wodurch Fähigkeiten aktiviert wurden, die zuvor in den Tiefen ihres Bewusstseins verborgen waren. Doch trotz zahlreicher Tests und Scans fanden die Wissenschaftler keine konkreten Anomalien, die auf die Quelle ihrer ungewöhnlichen Gabe hätten hinweisen können. Andere Fachleute äußerten die Meinung, dass ihr langer Schlaf im Koma auf irgendeine Weise Joys Wahrnehmung verstärkt habe, sodass sie Ereignisse vorhersehen könne. Aber auch diese Erklärung ist nicht ausreichend ausgearbeitet. Forscher, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigen, behaupteten, dass Joy über einzigartige psychische Fähigkeiten wie Hellsehen oder Vorhersehung verfügen könnte. Diese Vermutung weckte das Interesse eines breiteren Publikums, insbesondere im Lichte von Joys späteren präzisen Vorhersagen, blieb jedoch aus wissenschaftlicher Sicht unbewiesen. Trotz der Bemühungen der weltweiten wissenschaftlichen Elite blieb das Rätsel um das Phänomen Joy unerreichbar. Jede ihrer neuen Zeichnungen überraschte und erschreckte zugleich, wobei viele Fragen unbeantwortet blieben. Und je düsterer ihr Schaffen wurde, desto mehr wuchs die Anspannung unter Fachleuten und in der Öffentlichkeit. Nun rätselten alle nur noch, was Joy in ihrer nächsten Vision sehen würde. Und immer öfter stellte man sich die Frage, ob ihre Gabe zum Leitstern bei der Verhinderung zukünftiger Katastrophen werden könnte. Was, wenn sie das Ende der Welt vorhersagt? Die Bilder von Joy Williams schockierten und faszinierten weiterhin immer mehr Menschen auf der ganzen Welt. Doch schon bald bekam ihr Schaffen einen wahrhaft düsteren Anstrich. Auf einer ihrer letzten Zeichnungen stellte sie etwas dar, das allen den Atem stocken ließ. Einen verwüsteten Planeten, umhüllt von feurigen Stürmen. Dieses Bild versetzte all jene in Angst und Schrecken, die bereits von ihrer Fähigkeit, Ereignisse vorherzusagen, wussten. Die unheimlichen Bilder, die Joy zeichnete, ließen den Hinweis auf eine Apokalypse offensichtlich erscheinen. Und nun fragten sich viele, ob dies tatsächlich geschehen könnte. Wissenschaftler und Forscher, die ihre Arbeit schon lange beobachteten, waren erstaunt und beunruhigt. Sie begannen dringend Daten zu sammeln, um mögliche Risiken einzuschätzen und sich auf wahrscheinliche katastrophale Ereignisse vorzubereiten. Doch ohne ein klares Verständnis davon, woher Joy ihre Visionen bezieht, konnten sie nur über die Möglichkeit solcher Szenarien spekulieren. Die Stadtbewohner, die von der neuen Zeichnung erfahren hatten, wandten sich an die örtlichen Behörden mit der Bitte, sich auf alle möglichen Folgen vorzubereiten. Es begannen Gespräche über die Notwendigkeit, internationale Beratungen zu organisieren und einen Aktionsplan für den Fall einer globalen Bedrohung zu entwickeln. Unterdessen schien Joy weiterhin im gleichen Rhythmus zu malen, ohne sich der Panik bewusst zu sein, die ihre Visionen ausgelöst hatten. Ihr Pinsel, der über die Leinwand glitt, schien ihr unbekannte Bilder der Zukunft zuzuflüstern. Psychologie-Experten versuchten, tiefer in ihr Unterbewusstsein einzudringen, um zu verstehen, wie sie zu solch beängstigenden Vorhersagen gelangt.
Doch die Lösung bleibt schwer fassbar und lässt die so dringend benötigte Hoffnung nur im nächsten ihrer Werke zurück. Nun hielt die ganze Welt den Atem an und wartete darauf, welche Vision Joy auf ihrem nächsten Gemälde zeigen würde und was sie für die Menschheit bedeuten könnte.